Ein Zoom-Account ist wirklich eine coole Sache, aber wenn man ihn selten verwendet, dann ist er doch ganz schön teuer. Und deshalb schauen wir uns in diesem Video mal an, wie ihr einen Zoom-Account als Gruppe gemeinsam nutzen könnt. Zoom bietet da ein paar verschiedene Lösungen, die den individuellen Einsatz wirklich sehr gut möglich machen. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und wir schauen uns in diesem Video erstmal das Szenario an, dann die Umsetzung in Zoom und zwar sowohl aus organisatorischer Sicht als auch aus Teilnehmersicht. Und dann gibt es noch ein paar Hinweise, wie ihr so ein Meeting gemeinsam gut nutzen könnt. Zunächst mal zum Szenario. Es geht um eine Gruppe von Personen, die sich immer wieder über Zoom treffen möchte, und in dieser Gruppe hat nur einer einen Zoom-Account, also nicht mehrere, sondern nur eine Person, und die Meetings sollen aber auch durchgeführt werden können, wenn die Person, die den Zoom-Account besitzt, gar nicht dabei ist. Also wie organisieren wir das am besten? Wichtig ist, das Passwort soll in diesem Szenario nicht weitergegeben werden. Das wäre natürlich auch eine grundsätzliche Möglichkeit, dass man sagt, man ist zum Beispiel zu 10, man besorgt sich einen Account und alle 10 haben das Passwort für diesen Account. Aber das ist zum Beispiel nicht möglich, wenn die eine Person, die diesen Account hat, damit geschäftlich auch arbeitet, dann führt das eher zu Schwierigkeiten, wenn auch andere das Passwort für diesen Zoom-Account haben. Zur ersten Lösung, und zwar Zoom-Meeting ohne Host. Es ist tatsächlich möglich, dass man Zoom-Meetings durchführt, bei denen es keinen Host gibt. Und zwar müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen: der das Meeting plant, der gibt erstmal einen beliebigen Termin an, und es kann ein tatsächlicher Termin sein, der kann auch wiederkehrend sein, aber das kann auch ein völlig beliebiger Termin sein. Und zwar deshalb, weil durch die Erzeugung des Zoom-Links dieser Raum entsteht, und dieser Raum ist da, solange der Zoom-Link existiert. Also hier geht es eigentlich nur um den Link, den wir erzeugen. Das zweite ist, dass wir einstellen müssen, dass es keinen Warteraum gibt. Wenn ihr nämlich einen Warteraum habt, dann braucht es den Host, damit er die Leute aus dem Warteraum einlässt. Also wichtig, kein Warteraum, und die Teilnehmer müssen die Erlaubnis haben, jederzeit an diesem Meeting teilzunehmen, sonst kommen sie gar nicht in das Meeting hinein. Also das heißt, ihr habt dann einen Link, der existiert dauerhaft, den könnt ihr wiederkehrend verwenden, und die Leute kommen immer in dieses Meeting hinein. Und wenn ihr dann das Meeting durchführt, dann rufen die Teilnehmer einfach den Link auf und treten dem Meeting bei, und es gibt keinen Host und sie sind Teilnehmer. Wie schaut das jetzt in Zoom aus? Schauen wir uns zunächst mal die Planung an. Ich bin hier in der Web-Oberfläche von Zoom, ich bin bei den Meetings und ich plane ein Meeting. Ich gebe dem Meeting einen Namen und ich kann jetzt eben ein Datum, eine Uhrzeit festlegen. Auch die Dauer ist egal. Solange ihr dieses Meeting nicht löscht, bleibt der Link bestehen und ihr könnt diesen Meetingraum weiterverwenden. Wichtig ist jetzt, dass ihr hier den Warteraum ausschaltet, sonst kommen die Leute gar nicht in das Meeting hinein. Und dann ist wichtig, und das übersieht man oft hier oben bei den Optionen, wenn ihr die einblendet, dann Teilnehmern die Teilnahme jederzeit erlauben. Dann speichert ihr das Ganze, das Meeting wird angelegt und wir können jetzt hier die Einladung für das Meeting kopieren. Für unseren Zweck im Moment zum Zeigen brauchen wir nur den Link für das Meeting, das heißt, den kopiere ich mir hier gerade mal. Wenn die Teilnehmer dann auf den Link klicken, dann wird der ja in deren Browser eingefügt, das mache ich jetzt mal hier manuell, und wird dann von dort gestartet. Damit startet der Teilnehmer, die Teilnehmerin das Meeting und verbindet sich hier mit Computeraudio und was so alles dazugehört und ist jetzt als Teilnehmer mit den entsprechenden Teilnehmerrechten im Meeting und kann alles, was ein Teilnehmer auch kann. Das heißt zum Beispiel den Bildschirm freigeben. Da könnte man jetzt einen tatsächlichen Bildschirm oder auch das Whiteboard freigeben. Ich wollte euch aber noch zeigen, wie man nur den Ton freigibt. Das macht ihr hier über Erweitert. Dann gibt es hier den Computerton und da kann ich jetzt auch noch sagen, ich möchte das Stereo übertragen. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam eine Meditation zum Einstieg machen wollt oder so, und dann gibt dieser Teilnehmer, diese Teilnehmerin den Bildschirm frei. Genau gesagt eben nicht den Bildschirm, sondern den Computerton, und ihr seht es hier oben auch, sie geben den Computerton frei.
Und jetzt ist wichtig, wenn ihr nur Teilnehmer im Meeting habt, dann kann ein anderer Teilnehmer nicht freigeben, wenn gerade eine Freigabe läuft. Ja, der Host könnte das sozusagen überschreiben, aber wenn ihr nur Teilnehmer seid, dann muss der Teilnehmer, der gerade etwas freigibt, die Freigabe erst stoppen und jetzt können andere Teilnehmer freigeben. Das ist genau wie im normalen Meeting, beziehungsweise wie in den Einstellungen für das Meetings, da ändert sich für die Teilnehmer eigentlich nichts. Welche Rechte die Teilnehmenden jetzt genau im Meeting haben, das findet ihr in der Zoom-Web-Oberfläche hier unter Einstellungen und dort gibt es für das Meeting den Bereich für im Meeting, Grundlagen und erweitert. Ich springe da mal hin. Also hier seht ihr zum Beispiel zum Chatten ist bei mir eingestellt, dass jeder mit jedem direkt chatten kann und dass wirklich alle auch untereinander chatten können. Das ist jetzt eine Einstellung von mir als Meeting-Organisator und die gilt für alle meine Meetings. Das kann ich nicht individuell pro Meeting einstellen. Und hier seht ihr zum Beispiel auch, wenn ich etwas weiter runterblätter, wie die Bildschirmübertragung eingestellt ist. Hier steht Freigabe nur für jeweils einen Teilnehmer möglich. Ja. Wer kann freigeben? Alle Teilnehmer. Wer kann die Freigabe starten, wenn eine andere Person die Freigabe verwendet? Nur Host. Also diese Einstellungen gelten dann auch in dem Meeting und das ist eben sehr individuell. Da müsst ihr bei euch in dem Account nachschauen, der dieses Meeting organisiert. So, das war also die erste Lösung, Zoom-Meeting ohne Host. Und jetzt schauen wir uns an, wie ihr dieses Zoom-Meeting, das im Moment ohne Host läuft, in ein Zoom-Meeting mit einem Host umwandelt. Und zwar ist der Ablauf erstmal im Prinzip genau derselbe, Meeting planen, kein Warteraum, das ist alles gleich bis einschließlich der Teilnahme. Und jetzt geht es darum, dass ein Teilnehmer in dem Meeting die Hostrechte übernehmen kann. Und dafür braucht er etwas, das nennt sich Moderatorenschlüssel. Dieser Moderatorenschlüssel muss bekannt sein und den kann er dann, wenn er Teilnehmer in dem Meeting ist, dort eingeben. Und ich rufe mal das Meeting, das ich hier noch offen habe, wieder auf und gehe in die Teilnehmerliste. Und in der Teilnehmerliste bin ich im Moment normaler Teilnehmer. Und jetzt seht ihr hier unten, da gibt es einen Befehl, der heißt den Host beanspruchen. Und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich jetzt den sogenannten Host Key oder Moderatorenschlüssel eingeben. Ich mache das mal 599906 und kann dann hier über Klick den Host beanspruchen. Wenn der Code richtig ist, dann bin ich jetzt Host. Und damit habe ich hier unten alle Funktionen, einschließlich der Sicherheitsfunktionen, den Breakout Rooms und alles. Das heißt, ich als Teilnehmer kann zum Host werden, wenn ich den Host-Schlüssel habe. Und den brauche ich von der Person, die dieses Meeting eingerichtet hat. Ist jetzt noch die Frage, wo finde ich den? Den Host-Schlüssel findet ihr auch wieder in der Web-Umgebung von Zoom im Profil. Und hier im Profil gibt es zum Meeting den Moderatorenschlüssel. Den kann man sich hier anzeigen lassen. Und den kann man auch bearbeiten. Ich kann den im Moment nicht bearbeiten, weil gerade eins meiner Meetings läuft. Solange ein Meeting läuft, kann der Moderatorenschlüssel nicht bearbeitet werden. Wenn das Meeting beendet wird, kann der Moderatorenschlüssel wieder bearbeitet werden. So, ich habe das Meeting nun beendet und ihr seht, für den Moderatorenschlüssel, den kann ich jetzt hier bearbeiten und dann kann ich den entsprechend speichern. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich immer mal wieder gefragt werde. In Meetings gibt es nämlich, ich bearbeite mal das Meeting, das ich gerade hatte. In Meetings gibt es hier noch die Möglichkeit, sogenannte alternative Moderatoren anzugeben. Und erstmal denkt man, das wäre ja eine wunderbare Sache, da kann ich vorher schon den Moderator angeben. Wenn ich jetzt hier aber einen Namen von jemandem eingebe und den dann auswähle und jetzt das Ganze speichere, dann sieht man, kann diesen Arno Burger nicht als Ersatzhost zuweisen, da der Benutzer zurzeit nicht ausgewählt werden kann. Warum kann der nicht ausgewählt werden? Weil er keine Zoom-Lizenz hat. Das heißt, vorher festlegen einen alternativen Host
könnt ihr nur, wenn der einen Account hat, und das ist ja in unserem Szenario nicht vorgesehen. Vielleicht ist euer Szenario ja genau wie ihr es hier gesehen habt und ihr könnt das alles 1:1 anwenden. Vielleicht ist euer Szenario noch ein bisschen anders. Dann schreibt gerne eure Fragen unten in die Beschreibung. Ich beantworte die immer gern. Und übrigens, wenn euch Microsoft 365 besonders interessiert, ich habe da gerade ein Buch dazu geschrieben mit der Sigrid Hess zusammen, Microsoft 365 Zusammenarbeiten in der Cloud. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal unten in meinem Shop, den habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht ist das ja was für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.